Guten Tag, liebe BVB-Fans. Heute gibt es keinen BVB-Vlog. Wir treffen uns gleich mit dem Neuen und schauen uns das Trainingsgelände an. Grüß dich. Alles gut? Alles gut. Dankeschön, alles gut. So, du siehst schon, Golfkart. Wir machen eine kleine Tour hier. Darf ich fahren? Kannst du fahren? Ja. Natürlich. Natürlich fährst du. Ja, dann fahre ich. Das lasse ich mir nicht nehmen. Aber ich muss gestehen, alle Spieler können fahren, oder? Also es ist schon Normalerweise ja, aber ich muss hier Aquaplaning-Gefahr heute. Ne? Aber es ist schon ein Lieblingsspielzeug, oder? So ein Golfkart? Ich finde das super cool, ja. Aber ich fahre, also ich bin eigentlich nie auf dem Golfplatz. Ja, ist doch okay. Aber Konnte man eine Zeit lang, konnte ich ein bisschen so, also Abschläge. Also hättest du auch keine Chance gegen Sylinio? Und Nein, keine Chance, ja. keine Chance. Apropos Die würde ich einfach umgrätschen auf dem Golfplatz. Geil. Apropos Belastung. Ja. Also natürlich, alle BVB-Fans wollen jetzt natürlich wissen, was der aktuelle Stand. Kannst du am Wochenende zocken? Ich hoffe es. Diese muskulären Sachen sind halt leider ein bisschen doof, weil du da einfach nicht über einen Schmerz rübergehen kannst, sondern entweder es geht oder es geht nicht. Kannst du leider nicht steuern. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du am Start bist. Danke. In der Kabine, neben wem sitzt du da eigentlich? Neben Schlotti und Emre. Aber Emre sitzt nie. Der sitzt da nie. Der ist immer unterwegs oder so. Neben dem habe ich da selten gesessen. Okay. Ja, fühle ich mich wohl. War Zufall, glaube ich, weil der Platz einfach frei war. Aber passt natürlich gut. Sind zwei Jungs, die ich eh schon kenne, mit denen ich mich auch gut verstehe. Besonders mit Schlotti verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Ja. Und deswegen passt das ganz gut. Yes. Ja, da haben wir heute ein Wetter, ey. Yes. Gestern waren 30 Grad. Und heute einfach Dortmund-Wetter. Ah ja, willkommen in Dortmund. Ja, ich bin vorgeschädigt. Ich komme aus Bremen. Vom Typ her, bist du denn ein Fan davon, sich beim Training zu quälen? Ich versuche schon immer sehr fleißig zu sein. Mein Motto ist so ein bisschen: harte Arbeit zahlt sich aus. Habe ich jetzt natürlich im letzten Jahr extrem zu spüren bekommen, dass es sich ausgezahlt hat. Habe lange dafür gearbeitet, diesen Weg dann zu gehen. Aber versuche immer sehr viel zusätzlich zu machen. Gerade im Kraftraum fühle ich mich sehr wohl. Wieso? Ja, irgendwie ist das nichts, was für mich auch quälend ist. Ich habe sehr viel Spaß dran, im Gym zu arbeiten, Krafttraining zu machen und dort auch so ein paar andere Komponenten zu haben, weil ich auch merke, dass es meinem Spiel extrem gut tut. Ich da natürlich dann sehr viel robuster bin und die Innenverteidiger es viel schwerer gegen mich haben und ich mich sehr gut behaupten kann. Das ist immer, dann macht man es gerne. Wenn man Erfolgserlebnisse dadurch hat, wenn man positive Auswirkungen hat, dann fällt es einem nicht schwer im Nachhinein. Okay, also robust ist schon mal ein gutes Wort. Ich kenne hier auch noch einen anderen Spieler, also deinen Mitspieler, der sehr robust ist. Christoph hat für uns hier was vorbereitet. Guckt das mal gerne an. Und drück mal auf Play. Siehst du was? Ja, Error. Ha! Das schneiden wir nicht raus. Error, geht nicht. Ja, Sully ist mir auch schon aufgefallen. Maschine, 21 Klimmzüge, gute Ausführung, ist nicht so schlecht. Ich glaube, dass ich nicht weit von weg bin, aber ich habe halt einen echten weiten Winkel. Ne? Ich habe schon deutlich längere Arme, bin größer, aber Klimmzüge kann ich auch. Wie viel würdest du ungefähr schaffen? Boah, kann ich nicht sagen. Ich trainiere Klimmzüge selten auf Max. Ich mache immer eher so 5 Wiederholungen und dann ganz oft diese 5 Wiederholungen. 10 bis 15 Mal 5 Wiederholungen dann. Und da komme ich dann auch auf eine sehr hohe Anzahl an Klimmzügen und dadurch hast du halt einen hohen Trainingseffekt und das ist eher so, wie ich das trainiere. Du bist ja als Kind von deiner Heimatstadt Hannover ins Nachwuchsleistungszentrum nach Bremen gewechselt. Ja. Was hat dich als Fußballer mehr geprägt? Die Zeit mit deinen Kumpels oder die Zeit in Bremen? Beides extrem. In Bremen war es natürlich nochmal, also in Hannover war es sehr familiär. Da habe ich seit der G-Jugend mit den Jungs bis zur D-Jugend oder bis zur C-Jugend dann zusammengespielt. Wir sind die ganze Zeit zusammengeblieben. Wir waren eine richtig coole Truppe.
Mein Vater war der Trainer und wir waren sehr erfolgreich auch. Und es sind viele Jungs davon danach erstmal in Nachwuchsleistungszentren gewechselt zu unterschiedlichen Vereinen. In Bremen ging es dann natürlich auch ums Erwachsenwerden. Ja. Ich habe dort alleine im Internat gelebt. Meine Eltern haben versucht, mich so oft wie möglich zu besuchen. Gerade meine Mama hat da natürlich ein bisschen mit zu kämpfen gehabt, so den Sohn dann mit 14 schon ausziehen zu lassen. Aber das war das, was ich wollte, wofür ich auch immer ja, so fleißig war und so gearbeitet habe. Und dementsprechend habe ich mich da tierisch drauf gefreut. Trotzdem war es eine Umstellung. Das erste Jahr war echt nicht so leicht für mich dort. Aber es war nie irgendwie, stand zur Debatte, ob wir das Ganze abbrechen. Mir ging es sehr gut. Ich glaube, dass ich dort sehr, sehr gereift bin und ja, dass mir das sehr gut tat in meiner Entwicklung. Und Entwicklung, wie würdest du dich als Fußballer beschreiben? So ein bisschen, für so einen Mittelstürmer würde ich schon sagen, so ein bisschen Allround-Paket. Ne? Also habe trotzdem ein gewisses Tempo, habe glaube ich, eins meiner größten Stärken ist halt die Art und Weise, wie ich Bälle behaupte und mein Kopfballspiel, glaube ich. Und die Abschlüsse, die ich beidfüßig eigentlich ziemlich gut drauf habe. Und ansonsten, ja, eigentlich so ein bisschen Allrounder-mäßig. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so falsch. Also ich glaube, ich kann mit dem Ball am Fuß gut die Dinge lösen, kann aber auch sehr robust spielen. Ich glaube, dass das mich so ein bisschen auszeichnet, so ein bisschen von allem zu haben und ja, dann trotzdem noch ein, zwei Stärken, die so ein bisschen herausragen. Apropos robust, da weiß ich noch, bei deiner Vertragsunterschrift, ja? Wo du die Fotos gemacht hast in der PK. Ja. Ich habe dich ja oben ohne quasi kennengelernt. Ja. Und da habe ich auch gedacht, uff. Ja gut, ich trainiere viel, ne? Muss auch. Also ich glaube schon, klar, ein gewisses Talent bringen, glaube ich, alle auf dem Niveau mit. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich eher der Spielertyp bin, der über Fleiß und Arbeit kommt und sich all das erarbeiten musste, um hierher zu kommen. Wären die Verletzungen nicht gewesen, dann wäre es vielleicht ja, ein bisschen früher gekommen. Aber ich musste schon immer fleißig sein und viel dafür arbeiten, dass das alles so wird. Da bin ich mal gespannt. Was sagst du zu deinen Werten? Ja, weiß ich nicht. Wollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen? Oder? 80er-Karte, okay. Tempo ist schon frech. Ja, ich weiß nicht, wo die das da herziehen. Ob die das rein von der Optik machen, wie schnell jemand aussieht oder ob die da wirklich nach Werten schauen oder sonstiges. Ich kenne meinen Maximal-Speed natürlich und der ist für einen Mittelstürmer echt nicht so schlecht. Aber wie ist es generell erstmal, dich im BVB-Trikot? Ja, schön, freue ich mich, finde ich cool. Aber gut, die Karte wird ja eh keiner spielen. So. Schauen wir mal. Ich meine, du hast ja, es gibt ja nur Fans. Nein, es gibt ja noch die ganzen Upgrades, ja, die werden ja noch kommen werden etc. Ja. Von daher wird es noch andere Karten vor dir geben. Ja. Du zwiebelst dir an den Ohren. Ach, ja. Erklär mal, warum? Das ist so ein Ritual. Wir haben ja vorhin auch über meine damalige Mannschaft aus Hannover, Ricklingen, gesprochen. Mit den ganzen Jungs, mit denen ich dann die Jugend erstmal durchlaufen bin, wo mein Vater Trainer war. Und ja, bei so jungen Kindern, haben zusammengespielt, seitdem wir alle 4 waren. Da ist es ja manchmal nicht so einfach, dass die sich konzentrieren können. Und mein Vater hat sich da was ausgedacht. Wir haben vor dem Training haben wir uns in den Kreis gestellt und dann hat er gesagt, ja, das ist unser Schalter. Und wenn wir den umlegen, dann geht es nur noch um Fußball, dann konzentrieren wir uns aufs Training. Und dann hat keiner mehr über irgendeinen Quatsch geredet oder sonst was. Ab dem Moment war Konzentration aufs Training angesagt. Und das haben wir, bis wir uns getrennt haben, durchgezogen. Ich glaube, das ist auch immer sowas, ja, man darf halt nicht vergessen, wo man herkommt. Man darf nicht vergessen, wo alles gestartet hat. Die Jungs, mit denen ich damals zusammengespielt habe ich, ja, mit meinem allerbester Freund war da dabei. Der ist immer noch mein allerbester Freund. Und ansonsten habe ich ab und zu mal lose Kontakt zu einigen von denen damals. Und das ist jedes Mal wieder kurz Thema, dass ich jetzt, keine Ahnung,
im BVB-Stadion oder bei der Nationalmannschaft einlaufe und dieses am Ohr drehen mache, was wir früher in der G-Jugend schon gemacht haben. Und da sind sie immer alle ganz stolz drauf, weil das uns natürlich so ein Stück weit verbindet von damals. Also jetzt startet ja die englische Woche und der nächste Gegner ist Freiburg. Du hast in dieser Saison schon gegen Freiburg gespielt mit Bremen? Ja, vor 2 Wochen erst. Ja, jetzt bist du bei uns und spielst nochmal gegen die. Wie stark schätzt du die ein? Ja, es ist eine unfassbar fleißige Mannschaft, ne? Also man weiß schon, man kennt Freiburgs Stärken. Sie sind einfach sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Der Trainer gibt denen immer eine sehr klare Idee mit. Sie wissen genau, was sie können und was nicht. Und wie gesagt, sie sind unfassbar fleißig. Da lässt keiner einen Weg weg. Da kann man sich nie darauf verlassen, dass die einen Fehler machen. Sondern sie spielen das meistens sehr, sehr souverän und sind jetzt, glaube ich, nicht umsonst die letzten Jahre dauerhaft weiter oben gelandet. Und ich glaube, für uns geht es darum, unser Spiel dort durchzubringen und konzentriert und fokussiert das Spiel anzugehen mit ganz viel Energie, einfach mit diesem Siegeswillen einfach jedes Spiel für uns einzufahren. Und dann sollte uns auch eigentlich, nicht despektierlich gemeint, aber egal sein, wer auf der anderen Seite steht. Ja. Wie viel Zeit, glaubst du, wirst du brauchen, um die Laufwege, Spielideen von Edin zu verinnerlichen, die er von dir sehen will? Ich glaube, das Problem wird es nicht sein, Edins Idee zu verstehen, weil er sehr, sehr gut in der Kommunikation ist, sehr, sehr deutlich und klar redet und kommuniziert. Es geht natürlich um andere Dinge als Mittelstürmer. Da geht es darum, deine Mitspieler zu kennen und deren Automatismen zu kennen. Wenn du auf der Außenbahn einen Spieler hast, der gerne abkappt, der die Flanke nur antäuscht, kannst du in dem Moment nicht auf den ersten Pfosten durchgehen, sondern musst das schon so ein bisschen antizipieren. Und das sind die Dinge, die wichtig wären. Andererseits habe ich natürlich auch einen Vorteil, dass ich mit 4, 5 Jungs schon 1, 2 Spiele zusammen gemacht habe bei der Nationalmannschaft und die Jungs halt auch schon kenne und ihre Abläufe kenne. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Deswegen hoffe ich, dass ich gar nicht so viel Zeit brauche. Das hoffe ich. So, letzte Frage. Wann wärst du rückblickend am Ende deiner Saison mit deinem Wechsel zum BVB zufrieden? Ich mag das nicht, so weit in die Zukunft hinaus Ziele zu setzen. Ich bin ein Freund davon, erst zu liefern, erst zu performen, erst Gas zu geben. Und dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen sprechen, ein bisschen reden, ein bisschen große Schnauze haben. Aber ich bin ein großer Freund von Demut und Dankbarkeit. Und auch wenn es natürlich hier beim BVB ein Verein ist, der immer für Ziele spielt, der immer für Titel spielt, der immer was erreichen möchte ich erstmal performen. Und dann werde ich euch irgendwann verraten, an was ich so gedacht habe bei dieser Frage. Philipp, ich danke dir für deine Zeit. Gerne, Dann sehen wir Spaß uns. gemacht. Danke. Macht's gut, Leute. Hey Leute, das sind eure Schwarzgame-Termine fürs Wochenende.